Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, warum man oft in der Lebensbegleitung von Menschen im Autismus-Spektrum mit Piktogrammen oder Fotos arbeitet. Ich habe bereits einen Film über die verlängerte Wahrnehmungsverarbeitung gedreht. Menschen im Autismus-Spektrum verarbeiten oft Informationen langsamer als andere Menschen. Alle akustischen Informationen, also alles, was jemand sagt beispielsweise, muss in dem Tempo verarbeitet werden, in dem es jemand ausspricht. Wenn man stattdessen mit Bildkarten, mit Piktogrammen, mit Fotos oder mit Schrift arbeitet, ist die Person von der Wahrnehmungsverarbeitungsgeschwindigkeit unabhängiger. Das heißt, sie kann in ihrem eigenen Tempo verarbeiten. Ein Foto ist auch noch da, wenn man 1 Minute braucht, um zu verstehen, was drauf zu sehen ist. Wenn man 1 Minute braucht, um einen Satz oder eine Information zu verstehen, die jemand gesagt hat, dann hat er in der Zwischenzeit schon viele, viele weitere Informationen gegeben, die einfach weg sind. Ein Foto, ein Piktogramm, ein Schriftzeichen macht also von der Wahrnehmungsverarbeitungsgeschwindigkeit unabhängiger. Überhaupt sind viele Menschen im Autismus-Spektrum eher visuelle Denker. Das heißt, sie profitieren auch davon, wenn man Abläufe grafisch darstellt oder mit Entscheidungsbäumen arbeitet. Entscheidest du dich für Variante A, können wir das machen. Entscheidest du dich für Variante B, folgt das daraus. Zum Beispiel, beendest du nach der 10. Klasse die Schule, machst du eine Ausbildung, machst du Abitur, kannst du studieren. Hier geht es gar nicht um besser oder schlechter, sondern um Optionen und Konsequenzen aufzuzeigen. Viele Menschen im Autismus-Spektrum mögen es sehr, sie profitieren sehr davon, wenn man ihnen das aufzeichnet und ihnen dann Gelegenheit gibt, darüber nachzudenken. In Bildern denken, sagt auch Temple Grandin, eine US-amerikanische Professorin für Tierpsychologie, die eine Autismusdiagnose hat. Das heißt also nicht so sprachorientiert wie viele neurotypische Menschen, sondern eher visuell orientiert. Und das können wir nutzen, wenn wir Menschen im Autismus-Spektrum den Alltag erleichtern wollen. Das ist also auch der Grund, weshalb in vielen Wohneinrichtungen oder geschützten Arbeitsbereichen mit Piktogrammen oder Fotos gearbeitet wird. Man muss nur trotzdem gut drauf schauen, ob die Person identifizieren kann, weil es darauf zu sehen ist. Nicht jeder Mensch im Autismus-Spektrum kommt gleichermaßen gut mit Piktogrammen klar oder mit Fotos zurecht. Wir müssen auch aufpassen, dass sie nicht so laminiert sind, dass sie eventuell blenden. Auch das kann schon wieder die Schwierigkeit im Umgang damit darstellen. Menschen im Autismus-Spektrum sind sehr verschieden, auch hinsichtlich ihrer Nutzung von Hinweisreizen. Und überhaupt wissen Sie ja, nichts ist unmöglich. Autismus.